Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es wieder sehr schöne Sachen zu sehen. Vielleicht habt ihr es gestern schon begutachten können, aber es gibt ein paar neue Bilder und zwar hierzu, zu der Stadtübersicht. Neue Producer-Notes sind draußen, jede Woche kommen neue News am Start. Falls ihr da auch nichts verpassen wollt von meiner Seite aus und meine Meinung dazu, dann lasst ihr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts. Und ja, ich werde euch die Producer-Notes einmal vortragen, dann ja, die neuen Einblicke in das neue Overlay bzw. UI von Shakes and Fidget. Aber fangen wir erstmal an mit den Producer Notes 21.3. Willkommen zur dritten Ausgabe unserer Producer Notes, die sich auf die Überarbeitung des Menüs und der Stadtkarte unseres Spiels konzentriert. Dieses Update zielt darauf ab, die Bedingungen und interaktiven Elemente zu verbessern, um ein nahtloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Ja, das ist auf jeden Fall, hört sich schon mal alles sehr gut an. Menüverbesserung. Wir haben Kategorien mit dynamischen Funktionssymbolen eingeführt, um die Navigation zu vereinfachen. Früher waren über 20 Funktionen in einer Ansicht aufgelistet, was umständlich war. Jetzt sind die Funktionen nach Kategorien gruppiert, wobei Symbole ihren Zustand anzeigen, Neuigkeiten, Upgrade, Fortschritt oder gesperrt. Diese visuelle Differenzierung verbessert die Orientierung und die Effizienz im Spiel. Schlüsselfunktionen wie der Legendary Dungeon und der Elevator sind jetzt im Menü leicht zugänglich. Für Mobile-Nutzer passt sich die untere Menüleiste dynamisch an die gewählte Kategorie an, was Übergänge und Interaktion innerhalb der einzelnen Feature-Screens erleichtert. Also bei der Stadtübersicht, die man nachher auch so sieht, das ist ein leicht anderer, also für meines Erachtens nach ein leicht anderer Comic- bzw. Zeichenstil als dieser hier. Also Shakes and Fidget geht wirklich designtechnisch nochmal in eine etwas andere Stufe. Das sind wir aber schon gewohnt. Die Leute, die schon länger Shakes and Fidget von euch da draußen spielen, die haben ja auch das Remaster zum Beispiel mitbekommen, wie das Ganze hier überarbeitet worden ist von der vorherigen Version davor und jetzt halt eben nochmal ein nächster Schritt. Jetzt ist es halt eben, ja, zeichenstiltechnisch anders ein bisschen, finde ich. Man geht da in so eine Richtung, ja, wie hier beim Sammelalbum auch, weiß ich nicht, das hat so seinen eigenen Stil irgendwie. Ihr werdet vielleicht sehen, was ich meine, wenn ich euch zeige, wie die Stadtansicht dann in Zukunft aussehen wird im Vergleich zu der jetzigen. Neugestaltung der Stadtkarte. Die Stadtkarte wurde neu gestaltet, um jedes Spielfeature als ein Gebäude darzustellen, was das Engagement erhöht und einen umfassenden Überblick über die Features bietet. Die Karte zeigt auch die verschiedensten Symbolzustände jeder Funktion, sodass die Spieler ihren Fortschritt und Updates direkt von der Karte aus schnell bewerten können. Ja, also das hatten wir, glaube ich, letztes Mal im Stream angesprochen. Wer von euch nutzt hier eigentlich so die Stadtkarte großartig? Ne? Also wer zum Beispiel wusste jetzt, dass hier hinten die Festung ist und wer klickt hier hinten immer drauf, um auf die Festung zu gelangen? Macht ja keiner. Es geht hier jeder links auf die Seite hier, um halt eben ja, dahin zu gelangen, wo man möchte. Aber trotzdem will natürlich auch keiner hier auf diese Stadtkarte verzichten, weil das irgendwo auch das Spiel ausmacht. Es gibt dem Ganzen so eine gewisse Tiefe und ja, aber die wenigsten gehen ja zum Beispiel hier auf die Festung oder hier unten auf Dungeons, um halt eben zu den Dungeons zu gelangen. Das macht kaum jemand. Trotzdem ist sie halt da und wäre auch schade, wenn sie nicht mehr da wäre, weil ja, irgendwie gehört es halt mit dazu. Deswegen, dem Ganzen wird jetzt ein bisschen mehr Nutzen hinzugeschrieben, was ich auch sehr schön finde tatsächlich. Diese Updates schaffen eine bessere organisierte und visuell ansprechendere Oberfläche, die sowohl die Ästhetik als auch die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Bleibt dran für unsere nächsten Producer Notes, in der wir die Änderungen für die Charakterübersicht und den Rucksack im Detail erkunden werden. Also da haben wir auch schon direkt das nächste Update angekündigt, beziehungsweise die nächsten Einblicke von den nächsten Producer Notes. Ja, aber jetzt gucken wir uns natürlich erstmal das an, worauf ihr natürlich alle wartet, und zwar ja, die Übersicht hier über die ganzen Dinge, die auf uns zukommen werden.
Hier sehen wir jetzt auf einmal, sind auch deutlich weniger Tabs am Start. Ja, ist natürlich wieder mal nicht die finale Version, aber so sieht das Ganze hier aus. Und jetzt wird man im Vergleich zur linken Seite feststellen, dass halt eben das Ganze in weniger Tabs untergliedert ist, aber diese Tabs nochmal Unterfenster haben, so wie es halt auch hier der Fall ist, mit wenn man irgendwo drauf doppelklickt, dann kommt man halt eben, wenn man auf Arena klickt, zum Arena Manager, Waffenladen, kommt man zum Schmied zum Beispiel, Zauberladen, zur Hexe etc. So ist das Ganze hier nochmal ein bisschen anderweitig gestaltet. Wir sehen hier oben Fenster mit dem Legendary Dungeon, wie es in Zukunft aussieht. Taverne, Kämpfe, Händler, Quartier haben wir hier, Verbesserung, Gebäudemanagement und Fortschritt. Ja? Und wenn wir jetzt hier einmal das Video starten, dann geht er jetzt hier auch gleich mit der Maus rüber. Und jetzt seht ihr schon, aha, okay, wir haben hier die Taverne, da kann man einmal draufklicken und dann hat man hier 4 Unterkategorien. Das ermöglicht natürlich dem Spiel nochmal deutlich mehr Updates ins Game zu bringen, als es jetzt halt eben der Fall ist. Und ja, hier sehen wir einmal einen Kompass, das steht wahrscheinlich für Expedition. Hier haben wir eine Axt. Ja, was könnte in der Taverne sein mit 2 Äxten? Eigentlich wäre es ja so, wäre es irgendwie so Kämpfe-mäßig, aber Kämpfe haben wir hier extra, also Arena scheint hier unten nochmal zu sein. Dann haben wir einen Würfelspieler und natürlich die Klorolle für die Toilette. Ja, aber wir gucken erstmal noch weiter, wo er noch so draufklickt. Hier einmal auf, wo war es jetzt? Auf den Händler hier? Warte mal, jetzt habe ich nicht ganz gesehen hier. Klicken wir mal ganz kurz. Auf Quartier drückt er jetzt hier drauf. Ja, da haben wir hier einmal den Goblin, also die Daily Quest, die man abholen kann. Ja, Postfach, Glücksrad und ja, Gilde eventuell. Da geht er jetzt nicht ganz rüber, aber ja, wir gucken hier uns das Ganze nochmal im Gebäudemanagement an. Gebäudemanagement natürlich klar. Festung haben wir hier am Start. Wir haben hier ja, kein Zielfernrohr, sondern, ja, wie nennt man das nochmal? Ja, eine Weitsicht, ein Fernrohr halt, ne? Ein ganz normales Fernrohr. Und ja, das könnte sowas wie Dungeons hier unten sein. Das werden wir dann ganz genau sehen, was denn für was genau da ist. Ne? Aber um erstmal so zu verstehen, wie so der Aufbau in Zukunft aussehen wird, ja, da ist definitiv Platz für einiges. Ne? Ja, hier wird das Ganze nochmal markiert mit einem Legendary Dungeon, dass das jetzt übersichtlicher ist. Gehen nochmal auf Quartier hier. Und ja, wenn wir jetzt hier weiterspulen, dann seht ihr es bereits schon, ja, die neue Stadtübersicht, meines Erachtens wirklich gut gelungen, ja, muss man so sagen. Ist aber jetzt, wie gesagt, ein anderer Zeichenstil, wie ich finde persönlich, als das, was wir jetzt hier momentan haben. Ja, merkt euch das Bild und dann gucken wir uns jetzt mal die neue Stadtübersicht an. So, und ihr merkt vielleicht das, was ich gemeint hatte. Ne? Ist natürlich auch noch nicht die finale Version. Für meinen Geschmack, ich finde es persönlich sehr, ja, wie soll ich sagen? Ich finde es gut gemacht auf jeden Fall. Mir fehlt gerade der richtige Begriff. So gemütlich irgendwie. Also es wirkt einladend, gemütlich, irgendwie, ja, anders kann ich es jetzt gerade nicht beschreiben. So heimelig, sag ich mal. Es wirkt nicht, es wirkt mehr so wie ein Stadtplatz beziehungsweise ein Marktplatz beziehungsweise eine Stadt, in der man sich befindet. Und momentan, wo wir hier gerade drin sind, durch diese Mauern hier, durch diese Stadtwachenmauern, hat man so mehr das Gefühl, dass man sich hier in einer Festung befindet. Das Ganze wirkt ein bisschen pompöser und ja, das hat man jetzt hier so nicht der Fall. Es ist alles so ein bisschen heimeliger. Ich glaube, das ist so vielleicht der Begriff, den ich suche. Und ja, hier sind alle Gebäude halt aufgelistet und wir haben hier auch ja, verschiedene Symbole über den einzelnen Gebäuden, die dann auch den Fortschritt wahrscheinlich anzeigen, wo wir uns gerade befinden. Zum Beispiel haben wir hier die Toilette. Ja, da haben wir zum Beispiel ein Schloss davor. Das hängt auch damit zusammen, weil wir hier oben sehen, der Charakter befindet sich erst auf Stufe 55, heißt, ist noch nicht freigeschaltet. Hier haben wir die Taverne zum Beispiel mit oben dem Kompass hier für die Expedition. Elevator ist gerade aktiv. Ja, hier haben wir Glücksrad, Postfach. Hier, das wird wahrscheinlich der Goblin dann sein. Arena haben wir hier sind die Pets. Das ist hier der Pet Shop oder Greifendrache. Hier, also kann man sich den Mount holen. Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau, was das sein soll irgendwie. Aber das hatten wir ja vorhin schon, das Symbol gehabt. Das befand sich nicht im Quartier, sondern im Gebäudemanagement. Also Festung, was hat man an Gebäude? Festung, Unterwelt,
Ja, Dungeons. Ich weiß es nicht ganz genau. Also werden wir sehen, vielleicht hovert er nochmal mit der Maus rüber. Ja, so ein bisschen hier und da haben wir natürlich hier auch wieder ein paar Texte am Start. Und ihr seht jetzt halt, das Ganze ist scrollbar, also auch wieder auf Mobile ausgelegt, das Ganze hier, dass man nach links und rechts scrollen kann, um halt eben die ganze Stadtübersicht auch sehen zu können. Und hier haben wir halt nochmal einen anderen Einblick nochmal. Hier sind noch mehr Abteile, sag ich mal, Pilzshop sehen wir hier, Waffenladen, Zauberladen, Schmied haben wir hier. Ja, also Pets hatten wir da unten ja schon gehabt. Das könnte, ja, Stall ist ja ein Esel, weiß ich nicht. Ehrenhalle auf jeden Fall hier. Hier scheint auch die IHOF zu sein. Das könnte anhand des Globuses hier ja, mit zusammenhängen. Ja, gucken wir mal einfach weiter. Vielleicht geht es hier noch irgendwo mit der Maus rüber. Also hier ist die Gilde auf jeden Fall, sehen wir schon. Ja, und geht hier nochmal links auf die Seite, nochmal sehr interessant. Hier nochmal ein paar Kämpfe, ne? Sowohl Pets, die hier auch noch nicht freigeschaltet sind, logischerweise normale Kämpfe. Und dann hat man hier noch ein anderes Symbol. Warte mal, da ging er jetzt gerade ganz kurz rüber. Oh, da haben wir den Magical Shop. Dungeons. Achso, das D steht für Dungeons, alles klar. Gut, Magical Shop haben wir hier mit einem Pilzsymbol. Auch wenn man jetzt zum Beispiel hier auf diese Tabs drückt, dann sieht man, dass man gleich von der Stadtansicht auch drüber gelangt zum Zauberladen. Wenn man jetzt hier einmal raufklickt, zack, dann ist man jetzt hier so auch auf der Höhe des Zauberladens oder des Waffenladens und kann halt hier dann eben nochmal genauer intervenieren, wo man dann halt eben hin möchte. Ja, Gilde geht ja hier durch, nochmal Dr. Abawuwus Dings, ne? Und ja, das sind momentan so die Einblicke über die neue Stadtübersicht. Wie gesagt, ich finde es ganz gut gemacht auf jeden Fall. Ist natürlich wieder mal eine Umgewöhnung, das ist ganz klar, ne? Aber ich finde es persönlich jetzt nicht verkehrt. Schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich natürlich auch nochmal sehr interessieren, was ihr dazu sagt, zu dieser neuen Stadtübersicht. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall gelungen und denke ich mal, ist gut gemacht, um ja eventuell in Zukunft noch mehrere Features hier ins Game hinzuzufügen. Ja, hier oben haben wir jetzt zum Beispiel die Festung. Theoretisch ist jetzt hier auch wieder alles machbar, ne? Also wenn man jetzt nicht nur auf die Gebäude hier hinweist, sondern vielleicht auch mal auf die Umgebungsdetails achtet, dann sehen wir hier, okay, das Ganze ist hier voneinander getrennt mit einem Fluss. Das Ganze wird von einer Brücke überführt, sag ich mal. Man gelangt hier zur Festung dahin, ne? Die Festung ist natürlich als einzelnes Feature wahrscheinlich da, dass man halt eben zur Festung gelangt, so ja, ne, wie man halt eine ganz normale Festung. Aber wenn man sich so ein bisschen weiterdenkt, könnte man halt eben auch in ein neues Stadtabteil könnte man hinzufügen. Ne? Es könnte immer noch erweitert werden, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine komplett neue Ebene schafft, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, diese Umgestaltung der Map overall könnte man sagen, ey, man könnte jetzt hier noch einen Weg nach hinten machen, wo man jetzt noch zu einem anderen Abteil kommt. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Erstmal müssen die bestehenden Features raufgebracht werden auf die ganzen neuen Gebäude hier, beziehungsweise ja, auf die alten Gebäude, aber halt eben neu designt. Ne? Aber das bietet jetzt halt eben nochmal zusätzlichen Spielraum, um halt eben, ja, sag ich mal, den Inhalt der Spiele hier zu maximieren bzw. zu erweitern. Natürlich muss man darauf achten, ohne das Game natürlich irgendwo zu überladen. Ne? Genau, und ja, hier sehen wir auch wahrscheinlich dann in Zukunft anstatt den Elevator auch den Legendary Dungeon, der dann hier geöffnet ist. Ne? Ist natürlich hier auch nochmal visuell aufgezeigt und wie gesagt, wir haben hier auch noch 2 Fenster frei. Das heißt, ja, in Zukunft könnte hier auch noch mehr erfolgen. Ne? Also da ist auf jeden Fall einiges geplant und ich bin da sehr gespannt drauf, wenn es denn soweit ist. Bis dahin werden wir natürlich noch weiterhin hier alles begleiten, was hier noch in Zukunft auf uns zukommt. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da. Ich versuche euch immer einigermaßen schnell nächsten Tag dann spätestens zu berichten, was denn hier alles rausgekommen ist an News. Und genau, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.